Ja, hallo zusammen. Zurück nach der Pause. Wer im letzten Vortrag nicht da war, mein Name ist Dirk Vrani. Ich bin strategischer Berater bei der Develop Public Sector und möchte Ihnen aufzeigen in diesem Vortrag, wie Sie Ihr lokales Dokumentmanagementsystem um Cloud-Dienste erweitern können. Wir haben die Pause genutzt und ich habe mich in die Cloud gehoben, damit ich besser aufzeigen kann, wie Sie den Hybridbetrieb, also die Nutzung des lokalen DMSS, mit der Cloud-Instanz einfach und vor allen Dingen sicher nutzen können. Nach dieser Folie ist der Vortrag eigentlich zu Ende. Ich habe jetzt ungefähr 2 Minuten gesprochen. Diese 2 Minuten reichen, um Ihr lokales DMS-System um die Cloud-Services zu erweitern. Diese Zeit müssen Sie investieren, um dann auch den Hybridbetrieb zu nutzen. Bevor ich aber aufzeige, wie das genau funktioniert, möchte ich zeigen, warum Sie das machen können. Das Ziel soll es eigentlich sein, dass Sie Ihre Verwaltung komplett digitalisieren und das vor allen Dingen einfach und schnell. Ohne weiteren Personalaufwand, ohne viel Dienstleistungskontingente, einfach und schnell auf dem Weg zur digitalen Verwaltung. Warum das wichtig ist, haben wir in meinem Vortrag davor gesehen, wo es um das Onlinezugangsgesetz ging. Da bin ich auf die Themen eingegangen, die wir dann auch nutzen können, um effektiver in der digitalen Verwaltung zu arbeiten. Durch die Hybridnutzung, durch diese Cloud-Services können Sie halt alle Potenziale der Develop Service Plattform nutzen. Die Develop Service Plattform sind die Cloud-Services, die von der Develop AG, von Develop-Partnern angereichert wird durch verschiedene Services. Aktuell ist es so, dass Sie lokal das D3ECM-System selber hosten, in Ihrem Netzwerk auch die lokalen Datenbankanbindungen nutzen, aber mittlerweile auch Ihre Mitarbeiter oft im Homeoffice sitzen, aber die Bürger auch online Dienste erwarten, um schneller auch Verwaltungsleistungen umzusetzen. Das geht natürlich nicht, weil Ihr lokales Netz auch gesichert ist und man kommt nicht so einfach drauf. Man muss halt viel Anstrengung leisten, um dann auch den Bürger zu erreichen oder auch Online-Dienste zu nutzen aus der Cloud. Die Develop Service Plattform bietet verschiedene Services, die Ihr lokales DMS-System mit weiteren Services, mit weiteren Funktionen anreichern können. Und ein weiterer Vorteil des Cloud-Betriebs ist, dass der Bürger, aber auch die Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter einfacher und schneller auf die entsprechenden Services zugreifen können. Welche Services das genau sind, können Sie im Develop Store sehen. Da gibt es verschiedene einzelne Lösungen von der Develop selber, von Partnern, die dann verschiedene Fachlichkeiten, Fachprozesse abbilden, aber auch das DMS-System anreichern können. Durch die Nutzung dieser Services haben Sie die Möglichkeit, noch effektiver zu arbeiten und bestimmte Verwaltungsdienstleistungen, die Arbeit innerhalb der Verwaltung noch effektiver zu gestalten. Zum Beispiel können Sie Ihre Office-Anwendungen viel besser integrieren oder Signaturlösungen nutzen, um auch eine Kommunikation mit externen einfach zu gestalten. Wie am Anfang auch schon gesagt, die Nutzung der Develop-Plattform haben Sie in 2 Minuten umgesetzt. Bevor ich das aber aufzeige, wie das funktioniert, zeige ich ein paar Beispiele, welche Services Sie auch sinnvoll nutzen können, um Ihre Verwaltung digital zu gestalten. Ein wichtiger Baustein ist eine Vorlagenverwaltung, also das Erstellen von Dokumenten. Je nach Verwaltungsdienstleistung müssen Bescheide generiert werden, Dokumente müssen generiert werden, Rückfragen an Bürger müssen gestellt werden. Und hier müssen halt je nach Verwaltungsleistung verschiedene Vorlagen genutzt werden. Das kann natürlich, wenn man vorher das bei der OZG-Plattform gesehen hat, 575 verschiedene Verwaltungsdienstleistungen, die natürlich eine Vielzahl von Schriftgut dann benötigen und die müssen auch automatisiert erstellt werden.
Einfach machen Sie das über den Develop Template Manager, den Sie ganz einfach im Store dazu buchen können. Und wenn Sie das gemacht haben, können Sie aus Ihrer E-Akte, aus Ihrem Aktenplan heraus die verwalteten Vorlagen ansprechen. Der Sachbearbeiter kann manuell oder automatisch dann Dokumente erstellen. Und die Besonderheit hier an dieser Lösung ist, dass man kein Word-Dokument mehr ausfüllt, sondern einfach nur Fragen beantwortet. Der Sachbearbeiter geht durch einen Assistenten durch, der je nach Anwendungsfall verschiedene Fragen stellt, die man definieren kann, aber natürlich auch Werte aus den digitalen Akten, aus den Dokumenten oder Drittsystemen holen kann und die in dem Dokument anreichert. Der Sachbearbeiter sieht eine Vorschau des Dokumentes, wie Sie hier im Bild sehen, und geht dann durch den Assistenten und erstellt so sein Dokument über ganz einfache Möglichkeiten. Und das Tool bietet auch Möglichkeiten der Serienbrieffunktion, aber auch eine automatische Erstellung von Dokumenten, die auch innerhalb von Geschäftsprozessen, von Workflows eingesetzt werden kann. Darüber hinaus müssen natürlich auch Dokumente bearbeitet werden. Viele von Ihnen nutzen schon Microsoft 365, Word Online und solche Tools, um halt Dokumente zu bearbeiten. Wir bieten auch entsprechende Services an, um das auch innerhalb des Dokumentenmanagementsystems zu nutzen. Wenn Sie den M365-Konnektor einfach in der Cloud buchen, können Sie in Ihrem DMS-System erstmal eine Vorschau der Word-Dokumente sehen, ohne dass eine Rendition, also eine Konvertierung in PDF stattfinden muss. Und Sie können innerhalb des DMS-Systems aus D3 One heraus direkt das Dokument bearbeiten. Sie können also hier am Beispiel Word Online nutzen, um das Dokument weiter zu vervollständigen. Jede Änderung wird automatisch im Repository, also in der Dokumentverwaltung, lokal bei Ihnen gespeichert. Können aber dann auch alle Funktionen von Microsoft Office nutzen. Das gilt natürlich auch für PowerPoint und für Excel. Wenn Dokumente erstellt wurden, wie zum Beispiel ein Arbeitsvertrag für einen neuen Mitarbeiter, muss das natürlich auch geteilt werden. Da muss einmal drauf gucken, ob alles korrekt ist, vielleicht Anpassungen vornehmen oder Vermerke machen. Das Dokumente teilen mit externen, also Personen, die keinen direkten Zugriff auf ihr lokales DMS-System haben, ist auch ein wichtiger Aspekt heutzutage, gerade beim verteilten Arbeiten. Und hier haben wir jetzt auch die Möglichkeit, über Develop Share dann Dokumente extern zu teilen. Neben den bestehenden Möglichkeiten, dass halt intern im Haus ein Link versendet wird oder eine Kopie gesendet wird des Dokumentes, können Sie jetzt auch das Dokument, das Trefferdokument extern teilen. Und wie Sie es auch vielleicht von anderen Tools kennen, können Sie hier definieren, ob es dann nur angezeigt werden darf oder auch bearbeitet werden darf. Sie können auch die Gültigkeit des Links definieren und können so das Dokument dann mit externen teilen, indem Sie einfach den Link per Mail versenden. Der Externe, der keinen direkten Zugriff auf Ihr lokales System hat, bekommt über eine bestimmte Instanz, eine sichere Instanz, das Dokument zugestellt. Er kann das dann ansehen und je nach Berechtigung, die Sie vergeben haben, kann er das auch dann bearbeiten, also eine neue Version erzeugen. Wichtig ist hier, der arbeitet nicht direkt mit Ihrem lokalen DMS-System, sondern erstmal mit einer Cloud-Instanz und Sie entscheiden dann, ob die neue Version auch in Ihr DMS-System überführt wird. So können Sie ganz einfach digital, ohne Papieraustausch, mit modernen Möglichkeiten Dokumente teilen. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel des Arbeitsvertrags bleiben, was dann auch erstellt worden ist und irgendwann einen finalen Stand hat, ist es auch wichtig, dass Unterschriften eingeholt werden. Das ist einmal für die internen Verwaltungsangelegenheiten eine relevante Sache und natürlich gibt es auch Anwendungsfälle, wo das auch mit externen, mit den Bürgern notwendig ist. Dafür gibt es das Tool Develop Sign und Develop Documents for Sign, wo wir halt dafür sorgen, dass dann zu einem Dokument, ein freigegebenes Dokument, ein Unterschriftenumlauf gestartet werden kann. Also Sie definieren in dem Unterschriftenumlauf, wer welche Signatur durchführen muss. Hier unterstützen wir eine einfache Signatur, für eine fortgeschrittene Signatur und natürlich eine qualifizierte Signatur. Im Hintergrund arbeiten wir mit der Bundesdruckerei zusammen, um diese entsprechende Authentifizierung auch vorzunehmen. Und so können Sie je nach Anwendungsfall entsprechende Signaturen durchführen. Einfache Signaturen vielleicht für interne Prozesse, aber wenn es um Arbeitsverträge geht oder um auch andere
Dokumente, die vertragssicher unterschrieben werden müssen, können Sie auch eine qualifizierte Signatur nehmen und das wirklich einen Mausklick entfernt von Ihrer bestehenden Installation. Durch diesen Umlaufplan haben Sie natürlich immer Transparenz über den aktuellen Stand der Unterschriften. Die entsprechenden Mitarbeiter oder kriegen auch eine Aufgabe und auch eine E-Mail-Benachrichtigung, dass da was zur Unterschrift vorliegt. Und dann kann man ganz einfach über die Oberfläche Dokumente digital signieren und dann unterschreiben und wieder ins System zurückführen. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel, wie Cloud-Service genutzt werden, um eine Verwaltung noch effektiver zu gestalten, komplett digital zu gestalten. Es gibt natürlich viele, viele weitere Möglichkeiten, die ein Cloud-Service anbietet, wie zum Beispiel Fachanwendungen wie Eingangsrechnungsverarbeitung, aber auch zuführende Dienste wie das Scanning von Dokumenten mit Texterkennung und KI-Services, die natürlich viel besser in der Cloud genutzt werden können, weil die eine hohe Rechenleistung haben. Genauso wie Schnittstellen und auch andere Prozesse, die komplett auch in der Cloud abgebildet werden können. Der Vorteil ist halt, man muss die Rechenleistung nicht vorhalten, man braucht nicht die Person, um das alles zu verwalten, sondern man kann ganz einfach einen Cloud-Service konsumieren. Da stellt sich die aber wie? Wie kann ich aus meiner jetzigen gewachsenen DMS-Umgebung lokal die Cloud-Service nutzen? Früher, also bis letzten Monat, war es noch so, dass wir auch den Hybridbetrieb ermöglicht haben, aber es war nicht so einfach. Das ganze System, das ganze DMS-System musste nach außen gestellt werden, es müssten Zugänge geöffnet werden, verschiedene Ports mussten freigeschaltet werden, man musste Firewalls einrichten, vor allen Dingen Benutzerverwaltung, ein ganz wichtiges Thema, dass auch die Benutzer sich authentifizieren müssen und autorisiert werden, irgendwas zu machen. Da musste halt die komplette Benutzerverwaltung auch in die Cloud gehoben werden und dort abgebildet werden. Also es waren viele, viele Mitarbeiter im Unternehmen, in der Behörde involviert, am besten noch mit dem Dienstleister dabei, der das entsprechend auch freischaltet. Da war also viel zu tun und die Hemmschwelle war groß, Cloud-Service zu nutzen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das viel einfacher zu nutzen und viel schneller zu nutzen. Innerhalb von 2 Minuten können Sie die eingangs erwähnte Szenario einfach abbilden. Dazu müssen Sie nur eine Cloud-Instanz buchen und optional die entsprechenden Services und lokal den Develop Platform Connector installieren. Dieser läuft in Ihrer lokalen Umgebung und danach geht es eigentlich darum, nur die Konfiguration zu sagen, also Ihrem lokalen System einfach zu sagen, welche Cloud-Instanz genutzt werden soll. Das geben Sie einfach in einen zentralen Konfigurationsbereich ein und dann weiß das System, dass es dann auch die Cloud-Instanz ansprechen soll. Der zweite Schritt ist, dass Sie hier auch dem System sagen, dass lokale Apps genutzt werden sollen. Das heißt also, die lokalen Services haben Vorrecht. Das geht vor allen Dingen primär um die Benutzerverwaltung. Sie müssen also nichts anderes machen, als diese 2 Schritte ausführen. Mit der Installation des Plattform-Connectors sind es aber 3 Schritte und dann können Sie direkt den Cloud-Service nutzen. Und das passiert alles über den Plattform-Connector, der dann eine HTTPS-Session aufmacht, also eine ganz normale Internetverbindung, eine sichere aufmacht. Der Server, also Ihre lokale Infrastruktur, braucht nur eine Internetverbindung nach außen. Und für die Techniker unter Ihnen, es werden sogenannte Websockets aufgemacht, sodass die Kommunikation der Apps auch bidirektional gewährleistet ist. Man kann nicht direkt auf Ihre Netzinfrastruktur zugreifen, aber die Services in der Cloud können auf Ihre lokalen Develop-Apps zugreifen, auf nichts anderes und das wird sicher abgebildet. Durch die Sicherstellung der Authentifizierung und der Autorisierung können Mitarbeiter oder halt berechtigte Personen nicht direkt auf ihr Netzwerk zugreifen, sondern greifen mittelbar über die Cloud-Apps auf die entsprechenden Services zu, beziehungsweise manche lokale Services werden in der Cloud bereitgestellt. So ist auch ein Zugriff von außen sicher gewährleistet. Der Versuch, unberechtigt auf das System zuzugreifen, wird unterbunden, erstmal durch den Cloud
Develop-Dienstleister, den wir als Hosting-Plattform nutzen, der entsprechend ein Rechenzentrum betreibt, das auch sicher ausgelegt ist. Also das ist ISO 27001 zertifiziert und auch alle Compliance-Richtlinien, die der BSI vorgibt, werden hier berücksichtigt, sodass es ein Rechenzentrum in Deutschland ist, der auch sicher die Develop-Services dann auch hostet, die genutzt werden können. Also Sie können sicher gehen, das sind alle Services, die von der Develop AG kommen oder von Partnern der Develop AG und im deutschen Rechenzentrum sicher betrieben werden. Das Schaubild sieht relativ technisch aus, das ist auch relativ einfach einzurichten, aber für den Anwender ist das völlig intransparent. Der Anwender arbeitet wie gewohnt mit seiner Develop-Oberfläche mit D3.1 und sieht halt zusätzliche neue Services, wie hier im Beispiel die Unterschriftenmappe oder auch die Office-Integration, um neue Dokumente zu erstellen. Das Ganze ist natürlich einfach und sicher. Die Installation selber habe ich jetzt nicht aufgezeigt. Das ist einfach nur ein Setup, was ausgeführt wird und dann diese Konfiguration, die dann gemacht werden muss. Das ganze System muss also von außen nicht erreichbar sein, es muss nur nach außen funken können, also dass eine Internetverbindung da ist und es verbindet sich direkt mit der entsprechenden Cloud-Instanz. Und das ist alles unkompliziert, also Sie müssen nicht große Firewall-Regeln definieren, IP-Firewall und alles dann einrichten, mit verschiedenen Herstellern sprechen und dann auch die Services sprechen, um die Services dann abzusichern. Sie arbeiten auch intern mit entsprechenden Zertifikaten und Sie können Ihr ganz normalen Domain-Zertifikate weiterhin nutzen, die dann auch in der Cloud bekannt gegeben wird, so dass auch nur Ihr lokales System mit der Cloud-Instanz kommunizieren kann und kein anderes System. Vor allen Dingen ist keine Migration notwendig von dem ganzen System. Natürlich ist es erforderlich, dass Sie ein aktuelles D3-System haben oder Develop Document-System, um halt den entsprechenden Plattform-Connector auch nutzen zu können. Aber dann steht nichts im Weg, die Cloud-Service zu nutzen. Und bei der Nutzung der Cloud-Dienste beraten wir Sie gerne, unterstützen Sie da und wir begleiten Sie, um die Sachen auch einfach schnell zu nutzen. Und wir empfehlen natürlich dann auch, das entsprechend ja auch einzurichten. Und ganz sicher sind Sie, indem dann halt die Unternehmensdaten in Ihrer On-Premise-Installation liegen bleiben, also Ihre Unternehmensdaten, Ihr Wissen, Ihr Content, das bleibt in Ihrer lokalen Installation und ist gesichert nach außen. Und auch die entsprechenden Kernprozesse bleiben weiterhin bestehen. Also das, was Sie jetzt investiert haben in Ihre Develop-Plattform, in Ihr D3-ECM-System, bleibt natürlich weiter erhalten, kann aber durch einfache Möglichkeiten angereichert werden. Und da können Sie entscheiden, mit unserer Unterstützung, welche Prozesse Sie wie abbilden. Und aus der Cloud können dann entsprechende unterstützende Prozesse abgebildet werden. Wenn dann doch mal die Internetverbindung weg sein sollte, könnten Sie trotzdem auf Ihre ganzen Unternehmensdaten zugreifen. Die Kernprozesse sollen abgebildet werden. Nur unterstützende Prozesse, auf die man vielleicht mal ein paar Minuten verzichten kann, sind dann in der Cloud abgebildet. Hier ein Anwendungsbeispiel, wie Sie das innerhalb der Behörde nutzen können. Wir haben eine D3-ECM-System, Develop Document System mit einem Repository, also dem Archiv und dem Aufsatz, ein Dokument-Management-System oder D3.1 quasi. Und Sie möchten das anreichern, um die Anbindung an Ihr Microsoft 365, um die Dokumente zu bearbeiten, auch eine Vorschau zu haben von Word-Dokumenten oder auch dann die Dokumenterstellung zu optimieren. Dann buchen Sie einfach die M365-Integration in dem Template Manager dazu und Sie können aus dem lokalen System einfach die Sachen direkt nutzen, ohne dass Sie mehr Personal benötigen oder auch mit vielen Abteilungen sprechen müssen, um das ganze System einzurichten. Für unsere Rechenzentrumsbetreiber bietet das natürlich auch Vorteile, die dann unsere Software, die Develop Document Software auch selber betreiben. Ein Beispiel ist, Sie nutzen die Dokumenterfassung, Develop Inbound, zusammen mit der Barcode-Erkennung, um Dokumente ins Archiv zu speichern. Jetzt möchte der Kunde halt auch die Aktenzeichen aus den Dokumenten rauslesen können oder auch eine KI nutzen, um Lieferscheine und Rechnungen vom Schriftgut zu trennen. Dann muss man einfach nur eine Cloud-Instanz buchen und die entsprechenden Apps dazu buchen. Dann kann auch hier zum Beispiel Develop Inbound angereichert werden mit einer Texterkennung, OCR-Erkennung und entsprechenden KI-Diensten.
um halt hier die Fachlichkeiten einfach und schnell umzusetzen. Ziel ist es hier, dass Sie so schnell wie möglich zur digitalen Verwaltung kommen, dass wir Sie auch unterstützen dabei. Wie in meinem vorherigen Vortrag gesehen, das Onlinezugangsgesetz treibt uns alle dazu, das alles zu optimieren, die Verwaltung näher an den Bürger zu bringen, aber auch dann die Prozesse komplett digital zu gestalten. Mit dem Hybridbetrieb haben Sie die Möglichkeit, einfach und schnell die Sachen dann auch umzusetzen. Wie genau, hängt von der Fachlichkeit ab und gerne unterstützen wir Sie. Wir begleiten Sie auf den Weg und werden dann Ihre Prozesse dann auch optimieren. Ich möchte die Zeit nochmal nutzen und an unsere zusätzlichen Veranstaltungen nächstes Jahr zu erinnern. Das sind die Public Sector Days, die nur für Sie gemacht sind, dass wir dann der öffentlichen Verwaltung die Neuerung zeigen am 21. und 22. September 2022. Alle Informationen, auch Anmeldelink, finden Sie in den entsprechenden Link und schauen Sie mal rein. So, ich bedanke mich für Ihre Zeit, für Ihr Interesse. Sprechen Sie uns an, sprechen Sie Ihren Vertriebspartner an oder Ihren Projektleiter an, um alle Fragen zu klären, die Sie haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und noch viel Spaß auf dem Develop Forum 2021.